Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bericht vom Testino. Heute nehmen wir das Ravensburger Tiptoy-Konzept und die Tiptoy-Stifte mal genauer unter die Lupe. Zudem beantworten wir weiter unten die wichtigsten Fragen, die uns unsere Community-Mitglieder geschickt haben. Bei unserer Recherche ist uns aufgefallen, dass die Tiptoy-Stifte für eine Vielzahl an Möglichkeiten, zum Beispiel Tiptoy-Bücher, Tiptoy-Starter-Sets, Tiptoy-Active-Sets, Tiptoy-Puzzle, Tiptoy-Adventskalender oder sogar einen eigenen Tiptoy-Globus verwendet werden können. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auch diesem Video wieder einen Daumen nach oben gebt und ein Abo dalasst. Alle von uns vorgestellten Tiptoy-Stifte und Zubehör findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr also auf der Suche nach einem sinnvollen und nachhaltigen Lernsystem für euer Kind seid, werdet ihr die Tiptoy-Stifte mit ihren unendlichen Einsatzmöglichkeiten lieben. Also wir sind schon mal begeistert. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Was ist das Ravensburger Tiptoy-Konzept? Tiptoy ist ein innovatives Lern- und Kreativsystem, mit dessen Hilfe Kinder die Welt spielerisch erkunden und entdecken können. Wenn man beispielsweise mit dem Tiptoy-Stift auf einen Text oder Bild tippt, werden oben aus dem Lautsprecher, der im Tiptoy-Stift enthalten ist, passende Geräusche, Musik oder Laute wiedergegeben. Bei der Create-Reihe können sogar eigene Laute und Sätze eingesprochen und aufgezeichnet und im Spiel angewandt werden. 4 Säulen des Lernens für unsere Kleinen. Das Ravensburger Tiptoy-Konzept ist dank der vielseitigen Produkte und seinem perfekt strukturierten Programm aus Tiptoy-Stift, Puzzle, Bücher und Spiele auf das Alter und den Lernerfolg deines Kindes bestens vorbereitet. Hierbei legt das Tiptoy-Konzept seinen Fokus auf diese 4 Säulen des Lernens: Entdecken, Erzählen, Wissen und Spielen. In der Säule Entdecken lesen die Tiptoy-Stifte Texte vor, machen Geräusche und erklären, was zum Beispiel in den jeweiligen Büchern gerade passiert. Es warten eine Menge Überraschungen auf die Kinder. In der Säule Erzählen werden unseren Kleinen spannende Kurzgeschichten vorgelesen, welche das Spielerlebnis vertiefen und die Fantasie anregen. In der Säule Wissen erhalten unsere Lieblinge wissenswerte Einblicke über das jeweilige Thema des Tiptoy-Buches, Puzzle oder Starter-Set. Neue Inhalte werden immer wieder zufällig abgerufen. In der Säule Spielen warten viele spannende und aufregende Abenteuer auf die Kinder. Hier kann das Gelernte aus den anderen Säulen auf interaktiver Weise vertieft und abgespeichert werden. Und das Ganze spielerisch und mit viel Spaß. Was ist der Tiptoy-Stift? Die Tiptoy-Stifte sind sozusagen das Herzstück des ganzen Konzepts. Mit ihrer Hilfe werden die Tiptoy-Bücher, Tiptoy-Puzzle oder andere Tiptoy-Spiele zum Leben erweckt. Hierbei wird der Tiptoy-Stift auf unterschiedliche Stellen der Elemente, zum Beispiel aus dem Buch, gehalten und erkennt am Raster, welche Stelle gedrückt wurde. Der Infrarotscanner im Tiptoy-Stift liest den Code aus und spielt danach die passende Audiodatei ab. Über den integrierten Lautsprecher in den Tiptoy-Stiften hört man dann das jeweilige Geräusch. Bei unserer Recherche haben wir herausgefunden, dass es derzeit 3 verschiedene Tiptoy-Stifte gibt: Tiptoy-Stift mit Player, Tiptoy-Stift mit WLAN, Tiptoy-Stift mit Aufnahmefunktion. Tiptoy-Stift mit WLAN. Dieser Tiptoy-Stift ist eine Spezialausgabe des Stiftes mit der Aufnahmefunktion. Mit diesen Tiptoy-Stiften können die Audiodateien der jeweiligen Tiptoy-Bücher, Tiptoy-Puzzle oder Tiptoy-Starter-Sets nach der Einrichtung direkt über WLAN aus dem Internet heruntergeladen werden. Die Verbindung wird im Anschluss automatisch getrennt und man kann direkt loslegen. Dieser Tiptoy-Stift funktioniert mit allen Tiptoy-Produkten inklusive der Create-Reihe. Tiptoy-Stift mit Aufnahmefunktion. Dieser Tiptoy-Stift stammt aus der 3. Generation und kann alle Produkte aus dem Tiptoy-Standardsortiment bespielen. Dank der integrierten Aufnahmefunktion dieser Tiptoy-Stifte lassen sich auch eigene Geräusche und Sprache der Kinder selbst aufnehmen, welche dann in den Create-Produkten von Tiptoy angewendet werden können. Tiptoy-Stift mit Player. Dieser Tiptoy-Stift stammt aus der 2. Generation. Mit ihm lassen sich alle Produkte aus dem Tiptoy-Standardsortiment bespielen, außer den Create-Produkten. Dafür können diese Tiptoy-Stifte mit Player jedoch Lieder und Hörbücher abspielen. Auf dem Tiptoy-Stift mit Player sind bereits 2 Lieder und Hörbücher vorinstalliert. Neue Audiodateien werden mit Hilfe eines Kabels und dem Tiptoy Manager über den PC oder Mac heruntergeladen. Tiptoy Manager. Der Tiptoy Manager ist ein kostenloses Programm für den PC oder Mac.
Mithilfe des Tiptoy Managers ist es möglich, alle Audiodateien seiner Tiptoy Bücher, Tiptoy Puzzle, Tiptoy Active Sets, Tiptoy Adventskalender und Tiptoy Globus herunterzuladen und auf sein Tiptoy Stift zu aktualisieren. Hierbei steckt man den Stift mit dem mitgelieferten Kabel einfach an seinen PC oder Mac an. Damit alles reibungslos funktioniert, haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für euch. Welche Voraussetzungen sollte euer PC oder Mac haben, um den Tiptoy Manager nutzen zu können? Also, ihr braucht einen PC oder Mac mit Intel x86 kompatiblem Prozessor. Windows, das ist dann Windows 7 oder neuer, oder Mac OS 10 ab 10.12. Einen USB-Anschluss, eine Internetverbindung, DSL ist empfohlen, eine Bildschirmauflösung von mindestens 1000 x 600 Pixel, mindestens 1 GB freier Festplattenspeicher, mindestens 2 GB Arbeitsspeicher. Schritt 1: Tiptoy Manager Installation. Zuerst lädt man sich die Tiptoy Manager Installationsdatei von der Tiptoy-Seite herunter und installiert die Software auf seinem PC oder Mac. Hierbei ist zu beachten, dass der Tiptoy-Stift während dem Download nicht angesteckt werden darf. Schritt 2: Tiptoy-Stift mit Kabel mit dem PC oder Mac verbinden. Damit man eine Audiodatei auf seinen Tiptoy-Stift laden kann, benötigt man nun 3 Dinge: den PC oder Mac, ein USB-Kabel und seinen Stift. Schritt 3: Verbindung von Tiptoy-Stift und Rechner herstellen. Nun schaltet man seinen Stift ein und verbindet ihn mit dem USB-Kabel und dem Rechner. Der Tiptoy-Stift wird von der Software automatisch erkannt. Schritt 4: Audiodatei herunterladen. Jetzt kann man in der großen Suchleiste einfach sein gewünschtes Tiptoy-Buch, Tiptoy Active Set, Tiptoy Puzzle, Tiptoy Adventskalender oder Tiptoy Globus eingeben und findet dann die passende Audiodatei, die man mit einem Klick auf das Download-Symbol, orangener Pfeil nach unten, ganz einfach herunterladen kann. Schritt 5: Audiodatei herunterladen. Danach beginnt der Download ganz automatisch und die Audiodatei wird auf deinen Tiptoy-Stift geladen. Schritt 6: Tiptoy-Stift abstecken. Nach erfolgreichem Download der Audiodatei kann der Stift einfach wieder abgesteckt werden. Schritt 7: Anschaltzeichen berühren. Im letzten Schritt müsst ihr nur noch das Anschaltzeichen auf eurem Stift berühren und ihr könnt starten. Welche Tiptoy-Artikel gibt es? Es gibt Tiptoy-Bücher, Tiptoy-Starter-Sets, Tiptoy-Active-Sets, Tiptoy-Puzzle, Tiptoy-Adventskalender und den Tiptoy Globus Junior. Tiptoy-Bücher. Die Tiptoy-Bücher beinhalten verschiedene Lern- und Wissensthemen, die mit Spaß, Spannung und viel Neugier von deinem Kind erkundet werden können. Hierfür nutzt das Kind einfach einen der Tiptoy-Stifte und drückt auf das jeweilige Symbol im Buch oder auf die Gegenstände in den Geschichten der Tiptoy-Bücher, wie zum Beispiel Tiere, Menschen, Pflanzen und so weiter. Es gibt Tiptoy-Bücher für alle Altersklassen des Kindes von 3 bis 10 Jahren. Aufgeteilt werden die Bücher in Standard und Create. Bei den Create-Tiptoy-Büchern können mithilfe eines Tiptoy-Stiftes mit Aufnahmefunktion sogar eigene Geräusche, Sounds und Sätze aufgenommen und abgespielt werden. Tiptoy-Bücher ab 3 Jahren. Mein Wörterbilderbuch der Tiere. In diesen Tiptoy-Büchern werden viele verschiedene Tiere vorgestellt. Insgesamt werden 6 unterschiedliche Lebensräume mit den dort lebenden Tieren gezeigt. Ferkel, Biber und Löwen warten darauf, von deinem Liebling entdeckt zu werden. Die Kinder erweitern beim Entdecken und Spielen ihren Wortschatz und verinnerlichen erste grammatische Strukturen. Ein weiteres Tiptoy-Buch ab 3 Jahren ist Mein Wörterbilderbuch Kindergarten. In diesen Tiptoy-Büchern dreht sich alles um den Kindergarten. Was kann man dort erleben? Wie sieht der Spielplatz und der Frühstücksraum aus? Tiptoy-Bücher ab 4 Jahren. Die Welt der Musik. Dieses Tiptoy-Buch bringt deinem Liebling die Welt der Musik spielerisch und mit viel Spaß näher. Wie kommt der Ton in unser Ohr? Welche Musikinstrumente gibt es und was ist Rhythmus? Außerdem kann mit den Tiptoy-Stiften in diesem Buch auf einem Xylophon gespielt werden und einem echten Orchester zugehört werden. Die Welt der Musik ist eines unserer Lieblings-Tiptoy-Bücher. Ein weiteres Buch ab 4 Jahren ist Mein schönstes Märchen. Es war einmal. Diese Tiptoy-Bücher zeigen die schönsten und beliebtesten Märchen auf. Der Froschkönig, die Bremer Stadtmusikanten und das hässliche Entlein sind nur eine kleine Auswahl, die dich und deinen kleinen Liebling in diesen Tiptoy-Büchern erwartet. Lasst euch verzaubern und tretet ein in die Welt der Märchen. Tiptoy-Bücher ab 5 Jahren.
Mein großer Weltatlas. Los geht's auf die erste Weltreise. Diese Tipptoy-Bücher stellen Kontinent für Kontinent vor. Landschaften, Tiere und ferne Länder warten auf euch. Wo liegt Europa? Was kann man in Asien essen und wo leben die giftigsten Tiere? Macht euch bereit und geht zusammen auf interaktive Weltreise. Ein weiteres Tipptoy-Buch ab 5 Jahren ist Wir spielen Schule. Dieses Tipptoy-Buch erklärt die wichtigsten Themen rund um die Schule. Um was geht es im Mathematikunterricht? Was erwartet mich am ersten Schultag? Und was genau passiert eigentlich in den Pausen? In diesen Tipptoy-Büchern kann dein kleiner Liebling einen Schnuppertag in der Schule machen. Tipptoy-Bücher ab 6 Jahren. Vorschulwissen. Ich bin fit für die Schule. In diesem Tipptoy-Buch begleitest du Hugo, den lustigen Dino. Er sorgt für Spaß im Kindergarten. Im Sitzkreis reimen die Kinder mit ihm, beim Schattentheater erkennen sie Gegenstände in ihren Umrissen und im Sandkasten ordnen sie den Formen die passenden Sandförmchen zu. Außerdem gibt es noch folgendes Tipptoy-Buch für Kinder ab 6 Jahren. Wir lernen die Uhr. Der Inhalt dieser Tipptoy-Bücher handelt von der Uhrzeit. Gerade zu Beginn ist es für Kinder gar nicht so einfach, die Uhr zu verstehen. In diesem Tipptoy-Buch lernen die Kinder spielerisch einfach die Uhrzeit. Tipptoy Starter-Sets. Die Tipptoy Starter-Sets sind die perfekte Kombination aus Tipptoy Stift und einem Tipptoy Buch, damit dein kleiner Schatz direkt loslegen und starten kann. Oft ist ein Tipptoy Starter-Set günstiger, als wenn man den Tipptoy Stift und ein Buch separat kaufen würde. Die Tipptoy Starter-Sets gibt es in den Altersklassen 3 bis 6 Jahre. Insgesamt haben wir bei unserer Recherche 5 verschiedene Tipptoy Starter-Sets finden können. Tipptoy Starter-Set Bauernhofbuch, Tipptoy Starter-Set Wörter-Bilderbuch, Tipptoy Starter-Set Erste Zahlenbuch, Tipptoy Starter-Set Buchstabenspiel, Tipptoy Starter-Set Weltreisebuch. Tipptoy Starter-Set Bauernhofbuch. Das Tipptoy Starter-Set Bauernhofbuch steckt voller Überraschungen. Hier erfährt dein kleiner Liebling Wissenswertes über das Melken, den Hühnerstall und den Alltag der Tierkinder. Über 600 lebensechte Geräusche, tolle Bilder, Dialoge und Kinderlieder warten nur darauf, erkundet zu werden. Mit diesem Set erhält man den Tipptoy Stift und ein Buch. Das Tipptoy Starter-Set Bauernhofbuch ist ab 4 Jahren. Tipptoy Starter-Set Wörter-Bilderbuch. Das Tipptoy Starter-Set Wörter-Bilderbuch ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Hier lernt euer kleiner Entdecker Familie Hoffmann kennen. Was gibt es im Kinderzimmer zu entdecken? Welche Farbe hat das Spielzeug und was für ein Ritual macht man vor dem Schlafengehen? Beim Tipptoy Starter-Set Wörter-Bilderbuch bekommt man den Tipptoy Stift und das Buch Unser Zuhause. Tipptoy Starter-Set Erste Zahlenbuch. Im Tipptoy Starter-Set Erste Zahlenbuch dreht sich alles um Zahlen. Woran erkennt man die Zahl 8? Wie viele Kerzen brennen auf der Geburtstagstorte? Wie viel kostet ein Kilogramm Bananen? Das alles und noch viel mehr erfährt ein kleiner Spatz im Tipptoy Starter-Set Erste Zahlenbuch. Dieses Tipptoy Starter-Set ist ab 4 Jahren und beinhaltet den Tipptoy Stift und das Buch Erste Zahlen. Tipptoy Starter-Set Buchstabenspiel. Das Tipptoy Starter-Set Buchstabenspiel ist ebenfalls ab 4 Jahren und enthält den Tipptoy Stift und das Buch Die Buchstabenburg. A wie Ameise und E wie Elefant. Jeder Burgbewohner steht für einen Buchstaben. Insgesamt warten 30 Tiere und 10 coole Aufgaben auf dein Kind. Aber welches Tier ist hinter welcher Tür? Findet es heraus im Tipptoy Starter-Set Buchstabenspiel. Tipptoy Starter-Set Weltreisebuch. Das Tipptoy Starter-Set Weltreisebuch ist ab 6 Jahren und erzählt die Geschichte von Lilly und Leo, die ein spannendes Abenteuer rund um die Welt machen, nachdem sie einen geheimnisvollen Hilferuf erhalten haben. Wo werden sie landen und geht am Ende alles gut aus? Dieses Tipptoy Starter-Set Weltreisebuch enthält den Tipptoy Stift und das Buch Verrückte Weltreise. Tipptoy Active Sets. Die neuen Tipptoy Active Sets sind eine Mischung aus Lernen und Bewegung. Bei den Sets muss man darauf achten, dass man einen der Tipptoy Stifte schon hat. Diese sind bei den Active Sets nicht enthalten. Welche Tipptoy Active Sets gibt es? Tipptoy Active Set Kunterbuntes Tanztheater, Tipptoy Active Set Mitmachabenteuer, Tipptoy Active Set Dschungelolympiade. Alle Sets sind ab 4 Jahren geeignet. Tipptoy Active Set Kunterbuntes Tanztheater. Beim Tipptoy Active Set Kunterbuntes Tanztheater schlüpfen die Kleinen in die Rolle von 3 Figuren und führen einen gemeinsamen Tanz auf. Man kann zwischen Ballerina, Pirat oder Krokodil wählen. Jeder dieser Figuren hat einen anderen Tanzstil.
Die Tanzbewegungen werden zunächst einzeln einstudiert und dann vorgeführt. Tiptoy Active Set Mitmach-Abenteuer. Helft dem Zauberer, seinen Zauberhut wiederzufinden, lautet das Motto beim Tiptoy Active Set Mitmach-Abenteuer. Schüttelt euren ganzen Körper, um euch vom klebrigen Spinnennetz zu befreien und viel mehr. Ein spannendes und tolles Abenteuer für alle tapferen Helden ab 3 Jahren. Tiptoy Active Set Dschungel-Olympiade. Beim Tiptoy Active Set Dschungel-Olympiade gibt es verschiedene Bewegungsaufgaben zu meistern, die auf den Spielkarten abgebildet sind. Kannst du auf einem Bein stehen, bis die Zeit abgelaufen ist? Es gibt Aufgaben, die man alleine oder im Team meistern muss. Ein super Spaß für alle Teilnehmer. Tiptoy Puzzle. Die Tiptoy Puzzles funktionieren ähnlich wie die Tiptoy Bücher mit dem Unterschied, dass man das Spielbrett erst zusammenpuzzeln muss. Danach kann man wie gewohnt mit einem der Tiptoy Stifte durch die Geschichte klicken. Bei den Tiptoy Puzzle ist der Tiptoy Stift nicht enthalten, sondern muss separat erworben werden. Welche Tiptoy Puzzle gibt es? Tiptoy Puzzle ab 3 Jahren. Puzzle für kleine Entdecker. Zoo. Mit diesem Tiptoy Puzzle macht ihr einen Ausflug in den Zoo. Welche Tiere erwarten euch und was fressen die Tiere im Zoo am liebsten? Die Tierpflegerin erzählt ihre Geschichte. Nachdem das Tiptoy Puzzle fertig zusammengebaut ist, kann es auch schon losgehen. Tippt mit einem der Tiptoy Stifte einfach auf das Puzzle. Ein weiteres Tiptoy Puzzle ab 3 Jahren ist Tiptoy Puzzle für kleine Entdecker Baustelle. Auf der Baustelle ist jede Menge los. Dieses Tiptoy Puzzle nimmt euch mit und zeigt euch die verschiedenen Fahrzeuge und Berufe auf dem Bau. Tiptoy Puzzle ab 4 Jahren. Tiptoy Puzzle für kleine Entdecker. Paw Patrol. Dieses Tiptoy Puzzle verrät das Geheimnis rund um die Paw Patrol. Wer gehört alles dazu und warum sind nur Hunde erlaubt? Findet es heraus, nachdem ihr das Tiptoy Puzzle zusammengebaut habt. Ein weiteres Tiptoy Puzzle ab 4 Jahren ist Tiptoy Puzzle für kleine Entdecker. Biene Maya. In diesem Tiptoy Puzzle begleitet ihr die Biene Maya und ihre Freunde bei ihren täglichen Abenteuern. Aber wo wohnt die Biene Maya eigentlich und wie heißen ihre Freunde? Tiptoy Puzzles ab 5 Jahren. Tiptoy Puzzle Ponyhof. Dieses Tiptoy Puzzle erzählt die Geschichte der kleinen Lena, die beim Reitturnier mitmachen möchte. Leider muss sie genau heute Mathe-Hausaufgaben erledigen. Schaffst du es, ihr Pony turnierfertig zu machen? Löse das Tiptoy Puzzle und lege sofort los. Ein weiteres Tiptoy Puzzle ab 5 Jahren ist Tiptoy Puzzle Deutschland. In diesem Tiptoy Puzzle dreht sich alles um Deutschland. Wisst ihr, wo sich der größte Hafen Deutschlands befindet? Und wo steht eigentlich das Brandenburger Tor? Erkundet das Land und lernt Flüsse, Sehenswürdigkeiten und Gebirge kennen. Tiptoy Adventskalender. Zur Weihnachtszeit gibt es super süße Tiptoy Adventskalender. Diese heißen Mein großer Adventskalender, das Weihnachtsdorf, der Mandelmann, die Weihnachtswerkstatt, Waldweihnacht der Tiere. Tiptoy Globus Junior. Der Tiptoy Globus Junior ist ein interaktiver Globus ab 4 Jahren. Weißt du, wo die Freiheitsstatue ist? Welche Tiere leben in Australien? Quizze und Suchaufgaben helfen, das Erlernte ganz einfach zu vertiefen. Der Tiptoy Globus Junior kann entweder einzeln oder als limitiertes Set mit dem Tiptoy Stift und Globus erworben werden. Kommen wir nun zu den Community-Fragen zum Tiptoy Konzept und den Tiptoy Stiften. Tiptoy Stift oder Starter-Set. Bei der Frage, ob man die Tiptoy Stifte einzeln oder als Starter-Set erwerben sollte, sind wir ganz klar für das Starter-Set. Dieses enthält jeweils einen Tiptoy Stift und ein dazugehöriges Tiptoy Buch. Hier kann man super Geld sparen. Wenn man aber natürlich schon einen der Tiptoy Stifte hat, benötigt man nur das Tiptoy Buch, Tiptoy Puzzle oder zum Beispiel den Tiptoy Globus, um loslegen zu können. Ab wann ist ein Tiptoy Stift sinnvoll? Tiptoy Stifte sind ab dem 3. Lebensjahr empfohlen. Wir haben den Tiptoy Stift allerdings schon geholt, als unser Kind 2,5 Jahre alt war. Und es kam auch super damit klar. Welchen Tiptoy Stift? Für welchen Tiptoy Stift man sich entscheidet, ist eine persönliche Entscheidung. Möchte man neben den Anhören der Geschichte auch Selbstgeräusche aufnehmen und die Bücher der Create-Reihe nutzen, können wir die Tiptoy Stifte mit Aufnahmefunktion sehr empfehlen. Diese Stifte gibt es entweder mit oder ohne WLAN. Tiptoy Stifte laden. Wie kann man den Tiptoy Stift aufladen? Da die Tiptoy Stifte mit Batterie funktionieren, muss man sie überhaupt nicht laden. Man kann allerdings auch Akkus verwenden. Diese werden dann allerdings mit einem Akkuladegerät separat geladen. Möchte man allerdings Audiodateien auf seinen Stift laden, funktioniert das so.
Schritt 1: Tiptoy Manager Installation. Zuerst lädt man sich die Tiptoy Manager Installationsdatei von der Tiptoy-Seite herunter und installiert die Software auf seinem PC oder Mac. Hierbei ist zu beachten, dass der Tiptoy-Stift während dem Download nicht angesteckt werden darf. Schritt 2: Tiptoy-Stift mit Kabel mit dem PC oder Mac verbinden. Damit man eine Audiodatei auf seinen Tiptoy-Stift laden kann, benötigt man nun 3 Dinge: den PC oder Mac, ein USB-Kabel und seinen Stift. Schritt 3: Verbindung von Tiptoy-Stift und Rechner herstellen. Nun schaltet man seinen Stift ein und verbindet ihn mit dem USB-Kabel und dem Rechner. Der Tiptoy-Stift wird von der Software automatisch erkannt. Schritt 4: Audiodatei herunterladen. Jetzt kann man in der großen Suchleiste einfach sein gewünschtes Tiptoy-Buch, Tiptoy Active Set, Tiptoy Puzzle, Tiptoy Adventskalender oder Tiptoy Globus eingeben und findet dann die passende Audiodatei, die man mit einem Klick auf das Download-Symbol, orangener Pfeil nach unten, ganz einfach herunterladen kann. Schritt 5: Audiodatei herunterladen. Danach beginnt der Download ganz automatisch und die Audiodatei wird auf deinen Tiptoy-Stift geladen. Schritt 6: Tiptoy-Stift abstecken. Nach erfolgreichem Download der Audiodatei kann der Stift einfach wieder abgesteckt werden. Schritt 7: Anschaltzeichen berühren. Im letzten Schritt müsst ihr nur noch das Anschaltzeichen auf eurem Stift berühren und ihr könnt starten. Welches Tiptoy-Spiel ist gut? Welches Tiptoy-Spiel gut ist, kommt wirklich auf den persönlichen Geschmack und die Individualität des Kindes an. Unser Lieblings-Tiptoy-Spiel ist unter anderem das Bauernhofbuch, welches über 600 lebensechte Geräusche enthält. Was sind eure Lieblings-Tiptoy-Bücher? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Tiptoy-Stift für alle Bücher. Wenn man einen Tiptoy-Stift für alle Bücher sucht, ist man mit dem Stift mit WLAN oder dem Tiptoy-Stift mit Aufnahmefunktion am besten abgedeckt. Diese beiden Tiptoy-Stifte können alle Standardbücher, aber auch die Create-Bücher lesen und abspielen. Möchte man allerdings keine Create-Bücher lesen und stattdessen lieber Hörbücher hören, kann man den Tiptoy-Stift mit Player nutzen. Welchen Tiptoy-Stift braucht man für den Globus? Für den Globus können alle Tiptoy-Stifte genutzt werden. Also entweder der Tiptoy-Stift mit WLAN, mit der Aufnahmefunktion oder der Tiptoy-Stift mit Player. Welcher Tiptoy-Stift ist der beste? Welcher Tiptoy-Stift der beste ist, lässt sich schwer sagen. Wenn man Wert darauf legt, kabellos neue Inhalte auf seinen Stift zu laden, ist der Tiptoy-Stift mit WLAN die erste Wahl. Möchte man die Audiodateien schnell und einfach über Kabel herunterladen und danach wieder sicher entfernen, können wir die Tiptoy-Stifte mit Aufnahmefunktion sehr empfehlen. Diese beiden Stifte sind auch die neuesten. Welchen Tiptoy-Stift kaufen? Wenn man einen Tiptoy-Stift kaufen möchte, stellt man sich oft 2 Fragen. Welchen Tiptoy-Stift soll man kaufen? Und wo kauft man den Tiptoy-Stift? Wenn man wirklich den vollen Funktionsradius des Ravensburger Tiptoy-Konzepts nutzen möchte, würden wir uns für den Tiptoy-Stift mit Aufnahmefunktion oder mit WLAN entscheiden. Den Tiptoy-Stift gibt es auch günstig bei Amazon zu kaufen. Dort haben wir auch unser Starter-Set von Tiptoy erworben. Alle von uns erwähnten Produkte haben wir auch für euch in der Infobox unten verlinkt. Welche Batterien braucht man für den Tiptoy-Stift? Für den Tiptoy-Stift braucht man 2 Dreifach-A-Batterien. Wie lange halten die Batterien im Tiptoy-Stift? Wie lange die Batterien im Tiptoy-Stift halten, kommt ganz auf den Gebrauch an. Bei uns halten die Batterien im Tiptoy-Stift ca. 2 bis 3 Monate und der Stift ist ca. alle 2 Tage für rund 1 Stunde in Benutzung. Aber spontan lässt sich diese Frage nicht beantworten. Denn es gibt auch bei den Batterien Unterschiede in der Qualität. Wie viel Speicherplatz ist auf den Tiptoy-Stiften? Die Tiptoy-Stifte der 3. Generation, Tiptoy-Stift mit Aufnahmefunktion und Tiptoy-Stift mit WLAN, haben einen Speicherplatz von 4 GB. Da bekommt man schon eine ordentliche Menge an Tiptoy-Bücher, Tiptoy-Puzzle und Spielen drauf. Tiptoy-Stift oder Ting? Die Frage, ob man sich einen Tiptoy-Stift oder Ting-Stift zulegen soll, ist nicht so leicht zu beantworten. Rein technisch gesehen sind die beiden Stifte sehr ähnlich. Der Ting-Stift unterstützt hierbei noch weitere Verlage, während die Tiptoy-Stifte nur die eigenen Formate von Ravensburger unterstützen. Da jedoch die Auswahl bei den Tiptoy-Büchern so riesig ist, fällt das nicht weiter ins Gewicht. Was wir an dem Ravensburger Tiptoy-Konzept außerdem so toll finden, sind die verschiedenen Produktarten.
Es gibt ja Tiptoy-Bücher, Tiptoy-Adventskalender, Tiptoy-Puzzle und sogar die Tiptoy Active Sits, bei denen mehrere Kinder spielen und sich gleichzeitig bewegen können. Gibt es einen pinken Tiptoy-Stift? Eine sehr interessante Frage. Ein Tiptoy-Stift in Pink gibt es in dieser Art zwar nicht, aber wir haben herausgefunden, dass es eine pinke Schutzhülle für die Tiptoy-Stifte gibt. Und so eine Schutzhülle ist nie verkehrt und sehr praktisch. Wie kann man den Tiptoy-Stift öffnen? Diese Frage haben wir oft gestellt bekommen. Deswegen haben wir sie auch hier in unseren Tiptoy-Stiftebericht aufgenommen. Denn gerade für das Wechseln der Batterie muss man den Stift öffnen. Wie kann man den Tiptoy-Stift öffnen? Nun, das ist eigentlich ganz einfach. Unterhalb des An- und Ausschalters befindet sich ein kleines Loch. In dieses Loch muss man mit einem spitzen Gegenstand, zum Beispiel einem Zahnstocher oder einem 2,5 mm Imbusschlüssel reindrücken und gedrückt lassen und den Tiptoy-Stiftschlitten nach oben rausschieben. Wie aktiviert man den Tiptoy-Stift? Den Tiptoy-Stift aktiviert man ganz einfach über die Einschalttaste am Stift. Diese Taste ist am oberen Bereich des Gerätes zu finden. Beachte zudem, dass im Tiptoy-Stift die richtigen Batterien 2x3-fach-A eingelegt sind. Zum Ausschalten drückt man die Einschalttaste erneut und hält diese für 2 Sekunden gedrückt. Tiptoy-Stift am PC anschließen. Den Tiptoy-Stift schließt man mit dem mitgelieferten USB-Kabel ganz einfach an seinem PC an. Mit Hilfe des Tiptoy-Managers kann man sich dann die Audiodatei für seinen Tiptoy-Stift ganz bequem runterladen. Tiptoy-Stift von PC nicht erkannt. Wenn der Tiptoy-Stift von deinem PC nicht erkannt wird, führe bitte folgende Schritte durch. Erstens, prüfe deinen Tiptoy-Stift bzw. das Verbindungskabel, indem du das Kabel direkt am USB-Anschluss deines Computergehäuses einsteckst, ohne zwischengeschalteten Hub- oder Verlängerungskabel. Zweitens, sollte das Problem immer noch vorhanden sein, teste das Verbindungskabel an einem anderen USB-Anschluss deines Computers. Parallel dazu könnt ihr auch versuchen, ob andere USB-Geräte am gleichen Anschluss erkannt werden. Drittens, stelle sicher, dass du das richtige Kabel für deinen Tiptoy-Stift hast. Die Verbindungskabel beispielsweise der ersten Tiptoy-Stift-Generation ist, aufgrund seiner Form, nicht mit anderen Stiften kompatibel. Falls du das Problem so nicht lösen kannst oder einen Defekt am Tiptoy-Stift vermutest, wende dich bitte an den Tiptoy-Kundenservice. Tiptoy-Stift an Mac anschließen. Den Tiptoy-Stift schließt man mit dem mitgelieferten USB-Kabel ganz einfach an sein Mac an. Mithilfe des Tiptoy-Managers kann man sich dann die Audiodateien für seinen Tiptoy-Stift ganz bequem runterladen. Hat man den Tiptoy-Stift mit WLAN, geht die Datenübertragung sogar kabellos. Gibt es einen Tiptoy-Stift ohne WLAN? Tiptoy-Stifte ohne WLAN gibt es. Diese sind der Tiptoy-Stift mit Aufnahmefunktion sowie der Tiptoy-Stift mit Player. Tiptoy-Stift ohne PC. Für die Audioübertragung auf die Tiptoy-Stifte benutzt man in der Regel die Software des Tiptoy-Managers. Möchte man den Tiptoy-Stift ohne PC nutzen, benötigt man den Stift mit WLAN, um seine Daten auf den Stift zu übertragen. Der Tiptoy-Stift funktioniert nicht. Wenn der Tiptoy-Stift nicht funktioniert, kann es nur an folgenden Fehlern liegen. Bei allen Tiptoy-Stiften gilt, bitte überprüfe, ob die Batterien voll und richtig eingelegt sind. Anschließend muss man den Einschaltknopf für ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Falls du den Tiptoy-Stift 3 in der WLAN-Edition besitzt, musst du eventuell den Akku aufladen oder den Schiebeschalter unter der Stifthülle betätigen. Lässt sich der Stift weiterhin nicht einschalten oder geht der Tiptoy-Stift immer noch nicht an, sollte man sich an den Tiptoy-Kundenservice wenden. Warum geht der Tiptoy-Stift immer aus? Wenn der Tiptoy-Stift immer gleich wieder ausgeht, liegt es meist an äußeren Einflüssen. Diese können zum Beispiel Kippen oder Schütteln sein. Hier können wir empfehlen, nochmal die Batterien zu checken. Wir hatten selbst einmal das Problem und konnten es aber direkt beheben. Tiptoy-Stift ist zu leise oder zu laut. Die Tiptoy-Stifte haben eine maximale Lautstärke von kleiner als 85 dBA und ist somit für Kinderohren geeignet und vom TÜV gemessen. Die Lautstärke des Tiptoy-Stifts kann über den Laut-Leise-Knopf angepasst werden. Zudem besteht die Möglichkeit, externe Kopfhörer oder Lautsprecher an den Tiptoy-Stift anzustecken und die Lautstärke dort zusätzlich zu regulieren. Bei den Kopfhörern empfiehlt es sich, Kinderkopfhörer zu benutzen, bei denen die maximale Lautstärke einstellbar ist. Tiptoy-Stift blinkt. Der Tiptoy-Stift blinkt? Das ist völlig normal. Je nach Stiftmodell kann das Blinken alle 5 bis 10 Sekunden stattfinden.
Sollte dein Stift überhaupt nicht blinken, gilt es, die Batterien zu überprüfen. Tiptoy-Stift auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Um den Tiptoy-Stift auf Werkseinstellungen zurücksetzen zu können, müsst ihr euren Stift mit dem PC oder Mac verbinden. Im Dateimanager Explorer kann man den Dateiträger Tiptoy mit der rechten Maustaste auswählen und dann auf Formatieren klicken. Somit sind alle Dateien von deinem Tiptoy-Stift gelöscht und der Stift ist leer und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Und hier auf der rechten Seite findet ihr noch weitere spannende Videos, die euch bestimmt interessieren werden. So, das war unser großer Tiptoy-Stifte-Bericht. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und konntet die ein oder andere Info mitnehmen. Alle von uns erwähnten Produkte haben wir auch für euch in der Infobox unten verlinkt. Über ein Like-Abo würden wir uns sehr freuen. Ganz viele Grüße und bis zum nächsten Mal, euer Testino.